Servus und Hallo aus Tirol. Ich grüße euch aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein. Ich weiß, hier sagt man eigentlich Moin, aber das heutige Gericht stammt aus Österreich. Das berühmte Wiener Schnitzel. Alles, was ihr für das weltberühmte und einzigartige Original Wiener Schnitzel benötigt, ist Kalbsfleisch, Salz, Pfeffer und eine Panierstraße aus Mehl, Eier und Semmelbrösel. Als Beilage empfiehlt das Hotel Sacher Petersilienkartoffeln geschwenkt in Butter. Auf geht's! Wenn ich auf Reisen bin, habe ich nur ein Trangia dabei. Meistens jedenfalls. Deswegen empfiehlt es sich, mit der Beilage anzufangen. Den Petersilienkartoffeln. Klassisch hergestellt aus Pellkartoffeln. Wie die genau funktionieren, ja, ich denke, das ist selbsterklärend. Dazu muss ich nichts weiter sagen. Oder doch? Ach, egal. Also, Wasser in einen Topf tun, zum Kochen bringen, Salz hinein, sowie die Kartoffeln und in 20 bis 30 Minuten sind die Kartoffeln dann durchgegart. Fertig. Und damit es schneller geht, am besten noch einen Deckel drauf. Zwischenzeitlich kümmern wir uns um das Schnitzel, das aus Kalbsfleisch besteht. Alle anderen Fleischsorten wären Plagiate und kein Wiener Schnitzel. Allenfalls ein Schnitzel Wiener Art. Ja, ihr seht es schon, ich bin gerade etwas aggressiv drauf und schlage das Schnitzel platt. Nein, ich bin natürlich chillig drauf. Der Hintergrund ist nur, dass wir eine extrem dünne Fleischscheibe benötigen, da das Schnitzel später in der Pfanne nur kurz ausgebacken wird. Sonst gart es unter Umständen nicht richtig durch. So, das sollte reichen. Ein Schlag geht noch. Und dann schauen wir uns das Ergebnis einmal an. Boah, doch, das lässt sich sehen. Ich würde sagen, exakt 4 mm. So muss das. Dann habe ich da schon mal etwas vorbereitet. Eine Panierstraße, bestehend aus Mehl, verschlagenem Ei und Semmelbrösel aus alten Brötchen. Bevor es weitergeht, werfen wir noch mal einen Blick auf unsere Pellkartoffeln. Sie kochen, ja, das ist ja schon mal gut, aber sind sie auch gar? Dazu machen wir einmal den Messertest. Ich spüre keinen Widerstand, also sind die Kartoffeln gar. Also vom Feuer nehmen, abgießen und erstmal beiseite stellen. Denn dann haben Sie zur späteren Weiterverarbeitung noch etwas Restwärme. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Alle Österreicher und vor allem Wiener schauen jetzt mal weg, denn zum Ausbacken des Schnitzels wird eigentlich Butterschmalz verwendet. Habe ich jetzt nicht zur Hand. Ich verwende Rapsöl aus Schleswig-Holstein. Funktioniert genauso gut. Und das lassen wir jetzt richtig schön heiß werden, sodass genügend Zeit bleibt, das Schnitzel zu würzen. Salz ist Pflicht, Pfeffer gehört eigentlich nicht dazu, aber ich mag es, also kommt bei mir auch noch Pfeffer drauf. Leider muss dieses schöne Schnitzel jetzt gezweiteilt werden, passt sonst nicht in die Pfanne des Trangias. Dann geht's auch schon weiter. Zuerst wird das Schnitzel in Mehl und zwar beidseitig gewendet. Danach wiederholt ihr diesen Vorgang mit dem verschlagenen Ei. Das ist nichts anderes als Rührei in der Rohmasse. Und schließlich in frisch geriebene Semmelbrösel gewendet. Die Brösel dürfen dabei nicht angedrückt werden, damit die Panierung trocken bleibt und, wie der Fachmann sagt, soufflieren kann. Also das Schnitzel nach dem Backen nur locker umhüllt. Anschließend wird das Schnitzel sofort in der vorbereiteten Pfanne gebacken.
Das Schnitzel muss im Fett schwimmen, sonst gart es nicht gleichmäßig durch. Und auch das ist wichtig, immer mal wieder das Fleisch beschöpfen. Die ideale Backtemperatur liegt übrigens so zwischen 160 und 170 Grad. Auf dem Trangier vielleicht nicht ganz so einfach zu ermitteln, aber wenn ihr mit dem Trangier Erfahrung habt, kriegt ihr das schon hin. Ach ja, und auch das ist wichtig. Fast hätte ich es vergessen, das leichte Hin- und Herschwenken. Wenn sich das Schnitzel so ins Goldgelbliche färbt, wird es Zeit zu wenden. Nach gut 4 Minuten ist das Schnitzel auch schon fertig und kann aus der Pfanne genommen werden. Am besten auf Küchenpapier abtropfen lassen, damit es schön knusprig bleibt. Ein perfektes Wiener Schnitzel zeichnet sich dadurch aus, dass die Panade Blasen geschlagen hat und selbstverständlich knusprig ist. Perfekt, oder? Weiter geht es mit unseren Petersilienkartoffeln. Dazu lassen wir Butter in einem Topf aus und fügen die geschälten bzw. gepellten, vorgekochten Kartoffeln hinzu. Dann die Kartoffeln mit der ausgelassenen Butter beträufeln bzw. einölen, denn dann haftet die vorbereitete und zerkleinerte Petersilie besser an den Kartoffeln. Dann nochmal alles schön durchschwenken und fertig. Es darf serviert werden. Das wohl beste Wiener Schnitzel der Welt außerhalb Österreichs. Küsst die Hand, gnädige Frau. Ich wünsche guten Appetit und freue mich auf ein Wiedersehen.